Wir haben ja vorhin schon viel über Hitze gesprochen und was man dagegen tun kann, dass man die Hitze nicht so anstrengend empfindet. Jetzt geht es aber um etwas, was ja auch Spaß machen kann. Die Hitze im Sommer, dann rausgehen, Picknick machen, an den See setzen und dann ein kühles Getränk dann auch dabei genießen. Geht ja nicht immer um Alkohol, geht auch um die anderen Sachen. Aber sie sollten kühl sein. Und dafür gibt es wirklich die schönste Erfindung überhaupt, die Kühlbox. Ja, ich muss jetzt der Bad Guy sein und sage, ja das stimmt. Aber so auf Grillpartys und Festivals werden die auch gerne mal als Müll dann hinterlassen. Und so eine Plastikbox ist erstmal schwer. Styropor ist nicht so gut für die Umwelt. Deswegen fragt man sich natürlich, gibt es da nicht irgendwie eine Alternative? Und genau das hat sich auch unsere Reporterin Uschi Schmidt gefragt. Sie ist nämlich Uschi Müller, Entschuldigung. Jetzt die Kollegin noch falsch angesprochen. Ja, liebe Uschi, du bist nämlich heute Abend zum Grillen verabredet, hast schon dein Grillgut und deine Getränke dabei und bist jetzt aber mal losgelaufen und hast gesagt, ich will nicht immer so schwer schleppen. Ist das richtig? Ganz genau, so ist es, weil diese Kühlbox, die ist jetzt schon gefüllt mit Bier und Obstsalat und ein paar Bratwürstchen. Also ich war für die antialkoholischen Getränke zuständig und die wiegt schon leer, fast 2 Kilo, diese Box. Zeig mal, was da drin ist. Also es ist wirklich sauschwer, ne? Alles Mögliche, was ich eben schon angesprochen hatte, ist hier drin. Und diese Kühlakkus, die habe ich nachts in das Kühlfach natürlich gelegt und man hört schon, da ist nicht mehr viel mit Kühlen. Das weiß ich nicht, ob das hier alles bis heute Abend durchhält. Es gäbe also eine Alternative, die man im Zweifelsfall auch einfach in den Papiermüll werfen kann. Dann habe ich nämlich überhaupt keine Verträge hier mit nach Hause schleppen. Und ausgedacht hat sich das unter anderem Marco Knobloch. Ihr habt eine Pappbox entwickelt, die man zum Campen und für Festivals einsetzen kann. Wie funktioniert das Ganze? Also grundsätzlich besteht unsere Kühlbox aus Papier und man kann die ganz normal in den Papiermüll geben, wenn man die nicht mehr braucht. Und das Besondere dabei ist, wir haben hier ein Isolierkissen entwickelt. Dort drin ist zerkleinertes, geschreddertes Papier und das ist dafür da, dass die Wärme draußen bleibt und der Inhalt der Box ganz einfach über lange Zeit kühl bleibt. Das ist so in mehreren Schichten, ne? Also man sieht es hier schon, die kommen da innen rein und dann gibt es quasi eine Umhüllung und am Ende sieht es dann, wenn alles zusammengefaltet ist, so aus. Ganz genau. Das ist jetzt die fertige Box und man sieht hier eben, dass in diesem Zwischenraum hier ist das Papierkissen drin, was dann die Wärme draußen hält und man kann hier wie in jeder andere Kühlbox seine Lebensmittel reingeben und die bleiben dann bis zu 4 Tage hier drin kalt. Okay, also deutlich besser als meine Box. Wir machen mal auf, ich zeige Ihnen mal, was da drin ist. Der Knoblauch hält fest. Ich mache hier einmal den Schnitt. So. Und so sieht das Innenleben dann aus. Das ist, wenn man das so ein bisschen zusammenquetscht, dann staubt es richtig. Wie dieses Papier, Flock entsteht, das zeigen wir Ihnen. Das haben wir nämlich vorhin mal aufgezeichnet. Da werden also 4 bis 6 LKW-Ladungen pro Woche kommen hier an und zwar aus Werken, die ohnehin Pappe herstellen. Und da fällt natürlich jede Menge Abfall an. Dieser Abfall wird dann gewissermaßen in so einen großen Hochbehälter reingekippt. Darin wird diese Pappe so richtig zerfleddert, mit Luft gemischt und dann wird dieses Gemisch, das ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe, in diese Kunststoff- und wiederverwertbaren Tüten verpackt und kommt dann als Isolier- und Dämmmaterial hier rein. So, jetzt ist es natürlich damit nicht getan, nur diese Papierboxen zu haben. Man muss natürlich den Inhalt auch kühlen. Das kennen Sie sicherlich, wenn Sie ab und zu mal vielleicht irgendwie ein geschwollenes Knie haben, diese Akkus. Aber da gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Ich zeige Ihnen das mal, den Inhalt gewissermaßen zu kühlen. Und die entstehen hier an dieser Maschine. Da kommt einfach nacktes Wasser rein. Ja? Das ist eine Kunststoffhülle, das Wasser können Sie nachher zum Blumengießen verwenden. Das bleibt auch sehr, sehr kühl für das Grillgut beispielsweise. Und danach können Sie, wie gesagt, das Wasser wiederverwenden. Ausgedacht haben sich das eben, wie gesagt, diese beiden Jungs, relativ junge Männer, vor 7 Jahren. Der zweite im Bunde ist Sebastian Leicht und der hat angefangen gewissermaßen in der Garage. Und weil wir eben fertig werden müssen, vielleicht nur eine ganz kurze Antwort. Wie war das vor 7 Jahren? Habt ihr das aus einer Partylaune heraus gemacht? Ja, so ein bisschen aus der Partylaune heraus schon, aber wir haben uns dann auch gleich gedacht, wir müssen das, wenn wir es machen, auch selbst produzieren und selbst machen. Und dann stellt sich natürlich schon so ein bisschen die Frage, wo macht man das und wie macht man das? Okay. Und daraus kam dann so die Idee, wir brauchen irgendwo Platz. Und wenn man irgendwo jung anfängt, dann hat man auch nicht so viel Geld und kann nicht direkt irgendwie gleich eine Halle mieten. Und dann habe ich meinen Opa gefragt und der hat seine Garage freigeräumt und da ging es los.
Vielen Dank, Sebastian Leicht. Ja, wir müssen zum Ende kommen. Also aus Anfängen in der Garage ist jetzt ein Unternehmen mit 70 Beschäftigten geworden. Also das ist weit über ein Start-up hinaus und wie ich finde, eine wirklich umweltverträgliche Lösung am Ende.